Liebe Skorpione, wir schauen in eure Botschaft für den Dezember. Was darf ich den Skorpionen mitgeben? Das Außen spielt eine große Rolle. Umstände, die wir nicht kontrollieren können. Wie werden wir wahrgenommen? Wie zeigen wir uns? Mit was steht und fällt unsere Welt, wenn wir mit etwas nicht rechnen? Und ich habe so ein Ding, dass wir uns vielleicht zurückziehen wollen. Es kann jetzt um die Liebe gehen, um Herzensangelegenheiten, um Trennungen oder um trennende Gedanken. Ja, und das sind irgendwelche Hindernisse. Die sitzen im Unterbewusstsein und man spürt irgendwie, man kommt in einer gewissen Situation nicht richtig voran. Möglicherweise denkt man hier auch sehr viel über Hindernisse nach oder wo man sich selbst im Weg steht. Das Kreuz, eine Herausforderung, ein Hindernis, eine schwierige Situation, eine karmische Situation. Aus der Vergangenheit zeigt sich hier nochmal, oder ja, man reflektiert, bilanziert, was hat sich in der Vergangenheit wie gestaltet, wie habe ich schon mal was erlebt. Und ja, es ist vielleicht auch ein Monat, wo wir viele Fragen haben, wo wir kluge Züge machen. Wo wir spüren, was fühlt sich falsch an oder was ist nicht mehr richtig. Wir haben in unserem eigenen Haus die Stresskarte drin. Hier fühlt man sich vielleicht unruhig oder getrieben oder hier ist ja der Wunsch auch nach Rückzug. Wir sind genervt von Gesprächen mit anderen oder so. Ich habe aber auch, dass wir uns nicht reinreden lassen sollen von Menschen, die zum Beispiel unerwünscht irgendwelche Tipps geben. Das Umfeld scheint hier groß auf uns zu wirken. Das habe ich irgendwie zweimal. Für einige von uns kann es sein, dass sie so ein bisschen einen emotionalen Blues irgendwo haben und genau aus diesem auch raus wollen. Und hier ist wirklich sehr viel aus dem Umfeld, das auf uns wirkt und irgendwie auch Misstrauen oder Blockaden mitbringt. Nicht so richtig die klare Sicht. Möglicherweise machen wir hier irgendwo auch einen Schnitt, weil wir denken, dieser Weg ist zu verstrickt oder der Giftstachel ist hier zu groß, um daran weiterzumachen oder darin sich mehr zu verwickeln. Es können hier auch Mutterthemen sein, zum Beispiel, die aufkommen. Möglicherweise ist hier sehr viel Gelegenheit, eine verstrickte Situation zu lösen, sich selber treu zu bleiben. Ich habe außerdem die Bereiche
Liebe, Freundschaft, Loyalität unter dem Prüfstand. Das ist sehr passend. Ne? Wir haben für die Skorpione den Energievampirismus. Ne? Hier ist etwas Unerlöstes, etwas saugt an der Energie. Da ist Rückzugswunsch, ne? Man möchte sich abgrenzen. Das können jetzt hier auch Personen sein. Möglicherweise ist es auch ein Spagat, weil es Familienangehörige sind oder so und man denkt, man müsste sehr viel mehr geben. Und es ist hier wichtig, dass wir uns auf uns selbst besinnen. Die Karte hier gibt mit, dass ja die Mücken auch die kleinen Plagegeister sind und dass die uns aber zeigen wollen oder aufzeigen wollen, wo wir uns schulen oder auch disziplinieren sollen, im Hier und Jetzt zu sein. Und jetzt kommt es eben, ne? Achte auf dein Umfeld, das Umfeld wirkt hier sehr groß und umgib dich mit Menschen, die dich fördern, die gut tun und die Energie neu ausrichten. Ne? Unabhängig vom Umfeld können das natürlich auch Sachen sein, die in unserem eigenen Energiefeld hängen, die nicht geklärt sind, die schwach machen. Es geht darum, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen, das haben wir hier auch. Und da ist auch so eine Prüfungssituation. Ne? Was ist Balsam für meine Seele? Was stärkt mich? Und wer nährt sich nur von mir? Auch dieser Moment kann wehtun. Ich kenne es von mir. Ja, jetzt haben wir hier mit dem Bär die Genesung. Hier geht es irgendwie zurück zu Stärke, zu Zuversicht, zu einem stabilen Fundament. Und die eigene Größe zu haben, auch die Herausforderungen des Lebens gut zu meistern. Hier werden Themen gelöst, indem sie sich erst auch nochmal zeigen und einem das so bewusst wird. Und man darf im Vertrauen bleiben. Ich weiß, das hören wir ständig, aber es ist halt so. So, dann hier sind wichtige Gespräche oder auch, dass man aus Gesprächen wichtige Erkenntnisse hat. Und wir haben hier das Trostpflaster. Also man darf sich auch die Zeit nehmen, selber zu genesen. Wir gucken, was die Seele hier noch mitgibt für den Dezember. Die Dankbarkeit. Sei dankbar für das, was du hast. Deine Gesundheit, dein Zuhause, deine Partner, Partnerschaften. Vielleicht ist manches auch selbstverständlich geworden und hat deshalb irgendwie auch zu inneren Konflikten geführt oder sind Ausläufer davon da. Ihr Lieben, ich wünsche uns einen schönen Dezember. Ich drücke euch bis bald.